Hast du schon mal Diskriminierung erlebt an der Uni Bonn? Also nicht in Uni Bonn, aber Gesellschaft in der ganzen Stadt. Ich habe es durchaus schon mal mitbekommen, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens, also aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderen äußerlichen Aspekten, nicht gerecht behandelt wurden. Bestimmt, um ehrlich zu sein. Tatsächlich noch nicht. Auf jeden Fall schon häufiger so gewesen, dass ich einfach auf Englisch angesprochen werde und ich führe das mal auf meine Hautfarbe zurück. Eigentlich total schade, dass man das dann spürt, diese Unterschiede. Aber ich glaube, das spürt man dann eben auch, wenn man nur sensibel dafür ist. Menschen, die erstmal selber gar nicht negativ von Rassismus betroffen sind, würden das vielleicht auch gar nicht so benennen, weil sie es selber nicht mitbekommen oder auch nicht wissen, um was geht es da genau. Wir haben alle ein unterschiedliches Verständnis davon, was Rassismus ist. Für die einen bedeutet die eine Aussage schon ganz klar, das war eine rassistische Frage, die mir da gerade gestellt wurde, während andere sagen würden, ach, das war doch jetzt einfach nur Neugier. Ich heiße Eden Abrahed, ich bin psychologische Beraterin mit dem Schwerpunkt auf Antidiskriminierung und Empowerment und ich bin 35 Jahre alt. Ich wurde von der Stabsstelle für Chancengerechtigkeit und Diversität in Kooperation mit dem ersten BIPOC-Referat der Uni Bonn beauftragt, rassismuskritische Beratungen anzubieten. Also bei meiner Arbeit konzentriere ich mich auf die Ratsuchenden. Die Beratung, die ich dort anbiete, ist anonym. Das heißt, Sie können sich sicher sein, dass nichts von dem, was ich erzähle, an Dritte weitergeht. Also die Fälle, die mich erreichen, sind tatsächlich unglaublich unterschiedlich. Es kommen Personen zu mir, die grundsätzlich einfach merken, ich muss da mal mit jemandem drüber reden, der sich auskennt, bilde ich mir das alles ein, wie kann ich hier weitermachen. Es kommen Fälle, die sehr konkret sind, wo ganz klar ist, es muss hier was passieren und sich verändern, sonst kann ich mein Studium in der Form nicht weiterführen. Es gibt aber auch Fälle, die sehr komplex sind und wo eine Kombination aus Studierenden, die sich rassistisch verhalten haben, aber auch DozentInnen, die entweder sich genauso verhalten haben oder eben nicht verantwortungsvoll eingeschritten sind. Ich habe dann verschiedene Methoden, wo wir mit Körperübungen, mit Schreibübungen, mit Reflexionsübungen schauen, wie kann die Person sich selber helfen, in solchen Situationen mit der Belastung umzugehen. Wir hatten in der Vergangenheit zum Beispiel einen Fall, wo eine Person einfach ganz klar wusste, ich kann in diesem Seminar keine mündliche Prüfung abgeben. Und das war einfach mit sehr viel Stress verbunden und dort waren wir in der Lage, gemeinsam mit der Dozentin zu besprechen, dass die Person die Arbeit schriftlich einreichen konnte. Und das ist dann in so einem Fall auf jeden Fall ein großer Erfolg, weil die Person ihr Studium weiter fortführen konnte, ohne nochmal weiteren Belastungen ausgesetzt zu sein. Rassismus ist in unserer Gesellschaft ein Thema und das macht auch vor akademischen Räumen nicht Halt. Das heißt, es findet auch an der Universität Bonn Rassismus statt und muss deswegen auch entsprechend aufgegriffen werden, neben anderen Diskriminierungsformen natürlich.